Hi Freunde, hier inmitten diese Coronavirus-Krise in unserer Welt. Wir haben uns vorgenommen, dass wir über Glaube lehren. Und so dafür heute, ich habe meinen Schwiegerpapa, unser Gründungspastor von dieser Gemeinde, gefragt, ob er nicht aus seiner Weisheit und viele Jahre hier auf dieser Erde und überhaupt Erfahrung in seinem Leben, ob er uns nicht über Glaube lehren wird. Guten Tag. Wie Pastor Will es schon angekündigt hat, wollen wir euch was mitgeben, jeden Tag auf dem Weg, was euer Glauben stärken wird. Und ein Abschnitt, was mich immer viel geholfen hat in unserem Glaubensleben, wie Gloria und ich unseren Glaubenswandel gegangen sind, ist den Abschnitt von wie Petrus aufs Wasser lief. Ihr kennt diesen Abschnitt. Ich muss es euch nicht erzählen. Aber was habe ich daraus gelernt? Und es war vor gut 35 Jahren, wo ich das erste Mal diesen Abschnitt richtig kennengelernt habe. Und erst sehen wir die Jünger, Petrus mit den Jüngern im Boot auf dem Wasser im Sturm. Und viele von uns erleben Stürme. Wir leben vielleicht einen Sturm gerade jetzt durch diesen Coronavirus-Situation. Und vielleicht ist es eine Situation, wo die Kinder sind jetzt zu Hause. Du kannst nicht arbeiten gehen. Sogar die Kindergärten haben geschlossen. Musst zu Hause bleiben. Ich kann nicht arbeiten, mein Einkommen fällt weg. Herr, was werde ich tun? Und vielleicht hast du das Gefühl, du willst in eine Panik geraten. Aber pass mal auf, diesen Abschnitt von Petrus, was habe ich gelernt? Erstens, Petrus hatte die Weisheit. Und er war klug genug zu wissen, als er im Sturm war und er meinte, er hat Jesus gesehen auf dem Wasser laufen, dass er gesagt hat, wenn du es bist, ruf mich zu dir. Er wollte erst von Jesus hören. Und so ist es sehr wichtig, dass wir von Jesus hören, was wir tun sollen. Nicht nur in Panik oder spontan etwas tun, was wirklich nicht in Gottes Wille ist. Aber je mehr wir in Gottes Wort sind, umso ruhiger werden wir und umso mehr werden wir hören, wie man sagt, diese stille Stimme in unserem Herzen, was soll ich tun? Und so, Jesus sagt, ja, ich bin's. Komm zu mir. Komm aufs Wasser. Und so Peter ist aus seinem Boot gestiegen, aus seiner scheinbaren Sicherheit. Was ist unsere Sicherheit? Ist es unsere Arbeitsstelle? Ist es mein Chef? Ist es dein Chef? Ist das, was wir sehen, aus unserer Sicherheit? Petrus verließ, er war der Einzige, hat sein Glauben bewiesen und lief aufs Wasser, scheinbare Unsicherheit. Und als Petrus zweifelte, er sah die großen Wellen, Jesus griff ihm und hat ihn gerettet. Also auch wenn wir Fehler machen, auch wenn wir manchmal zweifeln, Jesus ist da, um uns zu retten. Und so wie diese Wahrheiten in unserem Herzen gegangen sind, haben wir Sturm nach Sturm überlebt. Und Gott hat uns durchgezogen. Wir gingen 4 Jahre nach USA, um eine weitere Ausbildung zu bekommen. Die Hälfte von unserem Einkommen fiel weg im ersten Jahr. Und wir waren in einem Land, USA, wo wir nicht arbeiten können, weder Gloria noch ich. Aber wir haben ein Haus kaufen können, ohne eine Arbeitsstelle. Und wir haben das Haus verkauft, unsere Schule, eine teure Schule, bezahlt und wir kamen zurück nach Deutschland mit etwas Geld, womit wir wieder hier anfangen können. Dann, im letzten Jahr, ist diesen Abschnitt wieder in meinem Herzen wirklich lebendig geworden. Und ich habe es wieder gelesen, ich kann mich daran erinnern, wo ich das las und wurde daran erinnert, was ich beim ersten Mal gelernt habe. Und Petrus hat seinen Glauben bewiesen, wie er aus dem Boot gestiegen ist und auf dem Wasser gelaufen. Er war der Einzige. Und ich kann mir Petrus vorstellen, er schaut zurück auf die anderen Jünger im Boot und sagt, ja, die haben es nicht gewagt. Ich bin der Glaubensheld, so ungefähr. Ja? Kein anderer hat seinen Glauben bewiesen, so wie ich. Aber wo er die Wellen gesehen hat, es waren große Wellen, es war ein Sturm, hat er gezweifelt. Und in einer Übersetzung habe ich gelesen und es hieß, Jesus sprach zu Petrus, warum hast du mich so wenig vertraut? Ich vergesse welche Übersetzung, aber auch viele sagen, warum hast du gezweifelt? Es heißt dasselbe, warum hast du mich so wenig getraut? Warum hast du gezweifelt?
Ich sagte, Jesus, das ist nicht fair. Schau mal, Petrus war der Einzige, der aus dem Boot gestiegen ist, verließ, was er für Sicherheit gehalten hat, ging auf scheinbare Unsicherheit, obwohl er dort mehr Sicherheit gefunden hat, wie die Jünger im Boot. Er hat sein Glauben bewiesen, Jesus. Wenigstens hättest du ihm ein Kompliment geben können, ihm ermutigen können und zeigen, ja, du siehst, wie er sein Glauben schon geübt hat. Aber nein, er hat geschumpfen. Und eigentlich Jesus hat nur seine Jünger ermahnt für Mangel an Glauben. Und Jesus wollte, dass Petrus lernte, ihm zu vertrauen, auch wo die großen Wellen gekommen sind. Auch wenn die großen Wellen scheinen, dich zu übernehmen und du denkst, du wirst untergehen, du wirst sterben. Aber aus Liebe zu uns, wie er aus Liebe zu Petrus manchmal ermahnen müsste, wollte er uns vorbereiten für die großen Wellen, die kommen. Vielleicht ist die große Welle jetzt vor dir, vor deinen Augen, und du weißt nicht, wie du es schaffst. Aber sei dir sicher, Jesus ist dort, dir zu helfen. Und durch unseren Vertrauen, Glauben auf Jesus, wirst du es schaffen. Was es heißt, aus dem Herzen oder im Herzen zu glauben und wie wir im Glauben wachsen können, werden wir in folgenden Morgenzeiten auch euch weitergeben können. So, begrüße euch und wünsche euch einen gesegneten Tag. Und Vater, ich danke dir, du hilfst jeder, der meine Stimme gehört hat, hilfst uns in diesem Tag, in unserem Glauben weiter zu wachsen. In Jesu Namen. Amen.